Mein Name ist Urs Meister, ich bin seit etwa einem Jahr Geschäftsführer der ELCOM. Ja, zweifellos werden wir mit der Klimapolitik, werden wir mit der Dekarbonisierung mehr Strom verbrauchen müssen. Also es gibt einen Shift von fossilen Energien zur Elektrizität. Das ist aber nicht nur eine negative Nachricht. Das Positive ist, dass der Verbrauch von Elektrizität eben eine sehr hochwertige Form des Energieverbrauchs ist, also sehr effizient. Das bedeutet, netto werden wir insgesamt also weniger Energie verbrauchen durch diesen Shift zum Strom. Ja, kurzfristig wurden bereits einige Maßnahmen implementiert, auf der Energieseite, aber auch auf der Netzseite. Auf der Energieseite insbesondere eben die Winterreserve mit einer kombinierten hydro- und thermischen Kraftwerksreserve, auf der Netzseite mit dem Betrieb von Übertragungsnetzleitungen auf einem höheren Spannungsniveau. Und diese Maßnahmen, die werden allerdings über den Winter hinaus noch Wirkung entfalten können, also auch in den kommenden Wintern zur Verfügung stehen. Ich denke, man muss hier zwischen mittel- und längerfristig unterscheiden. Mittelfristig werden sehr wohl eben diese Backup-Kraftwerkskapazitäten eine wichtige Rolle spielen, also auch thermische Kraftwerkskapazitäten, die dann zum Einsatz kommen, wenn es eben kritische Situationen bei der Versorgung geben würde. Längerfristig spielt dann vor allem eben die Frage des Ausbaus der erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle und dort stellen sich dann letztlich auch politische Fragen, was eben diesen Trade-off zwischen Schutz und Nutzung anbelangt, aber natürlich auch ökonomische Fragen. Also wie wird dieser Ausbau tatsächlich finanziert und gefördert? Hier braucht es ökonomisch effiziente Instrumente, damit auch die Belastung der Endkunden in Grenzen bleibt. Ja, zweifellos nehmen die Herausforderungen für die Stromnetze zu. Auf der einen Seite wird wohl vermehrt Strom dezentral produziert, also in den Verteilnetzen eingespiesen. Das bedeutet, es gibt dann auch Stromflüsse, die quasi den Weg von unten nach oben in die Übertragungsnetze hineinnehmen. Gleichzeitig nimmt auch die Relevanz des Übertragungsnetzes weiter zu. In einem System mit mehr erneuerbaren Energien nimmt eben auch die Relevanz des Handels zu, also auch des internationalen Handels. Und dafür braucht es eben die Übertragungsnetze. Ja, auch für die Betreiber nehmen natürlich die Herausforderungen zu. Auf der einen Seite müssen sie eben diese Entwicklungen planen in den Investitionen, in den künftigen Netzen. Auf der anderen Seite wird auch der Betrieb dieser Netze zusätzlich herausfordernd, also beispielsweise was ungeplante Flüsse, was Volatilität etc. anbelangt. Nun, die Zusammenhänge zwischen Produktion, Handel und eben den Netzen, die ist hochkomplex. Und meine Vermutung ist, dass diese Komplexität noch nicht vollständig in den politischen Diskursen angekommen ist. Ja, es gibt daraus sowohl technische als auch ökonomische Schwierigkeiten. Also im Falle einer mangelnden Partizipation an diesen Mechanismen beim grenzüberschreitenden Stromhandel, da besteht die Gefahr, dass die Handelsmöglichkeiten reduziert werden. Also die Import- und Exportmöglichkeiten würden geringer werden. Das hat direkte Nachteile für die Schweizer Produzenten und Händler, aber letztlich natürlich auch für die Schweizer Konsumenten. Vor allem aber auch ergeben sich dadurch Nachteile für das Thema der Versorgungssicherheit, weil eben die Importmöglichkeiten reduziert werden. Daneben bestehen vermutlich dann auch vermehrt sogenannte ungeplante Lastflüsse, die das Schweizer Netz belasten und die entsprechende Eingriffe nötig machen. All das wirkt sich destabilisierend auf die Versorgungssicherheit in der Schweiz. Ich glaube, die Schweiz spielt auch eine Rolle für die Versorgungssicherheit in ganz Europa. Also wir sind mitten in diesem europäischen Markt. Und es muss daher auch im Interesse der EU sein, dass die Schweiz technisch adäquat in dieses Netz eingebunden ist. Also würde das schweizerische Stromnetz aufgrund einer mangelnden Anbindung auch instabiler werden, dann hätte das auch negative Auswirkungen auf die Nachbarstaaten. Das kann nicht in deren Interesse sein. Umgekehrt dürfen wir diese Einbettung natürlich auch nicht überschätzen.